Wie du deine Lager im Freilauf tauschen kannst, erfährst du in diesem Video. Hi, ich bin Marian von Acros. Für unsere 19-Narben gibt es unterschiedliche Freilauftypen. In diesem Video erfährst du, wie du die Lager von deinem SRAM XD, SRAM XDR oder Shimano Microspine Freilauf tauschen kannst. Bei unserem Shimano Road und Shimano HG Freilauf ist der Lagertausch ohne Spezialwerkzeug nicht möglich. Solltest du Probleme mit den Lagern haben, kannst du dich gerne bei uns im Service melden. Für den Lagertausch benötigst du 2 neue Freilauflager, No Ketchup Narbenfett, einen Hammer, eine passende Nuss zum Außenring der neuen Lager, unser Tool zum Austreiben der Lager, Loctite 638 und Reinigungsequipment. Wir beginnen mit unserem SRAM XD Freilauf, der baugleich wie unser SRAM XDR Freilauf ist. Wenn du einen Shimano Microspine Freilauf verbaut hast, dann kannst du unten zum passenden Kapitel springen. Im ersten Schritt entnehmen wir die Zahnscheibe vom Freilaufkörper und platzieren dann den Freilaufkörper in der Haltevorrichtung auf der Seite mit den 3 Stufen. Dann nehmen wir den Austreiber, platzieren ihn auf dem Lager und treiben die Lager nach unten hin heraus. Wir klopfen so lange auf den Austreiber, bis das erste Lager aus dem Freilaufkörper herausfällt, entnehmen dann die beiden Distanzspacer und anschließend wird das zweite Lager aus dem Freilaufkörper ausgetrieben. Im nächsten Schritt reinigen wir die Bauteile. Jetzt nehmen wir die Haltevorrichtung, drehen sie einmal um 180 Grad und setzen dann den Freilaufkörper mit der Zahnscheibe nach unten auf die Haltevorrichtung. Unsere Narben- und Freilauflager haben eine Einbaurichtung. Diese erkennst du anhand der roten und der blauen Dichtung. Die rote Dichtung muss dabei immer auf jeder Seite von außen sichtbar sein. Nehme das erste Lager und platziere es mit der roten Dichtung in Richtung Freilaufkörper. Dann kannst du die passende Nuss auf den Außenring aufsetzen und das Lager mit kleinen Hammerschlägen in den Freilaufkörper eintreiben. Achte darauf, dass dein Lager nicht verkantet und gleichmäßig eingepresst wird. Nach kurzer Zeit rutscht das Lager auf den unteren Lagersitz und dann sind noch einige Schläge nötig, um das Lager im Lagersitz zu verpressen. Ist das Lager vollständig im Freilaufkörper verpresst und lässt sich leicht drehen, nimmst du die beiden Distanzhülsen und schiebst sie in den Freilaufkörper hinein. Im nächsten Schritt tragen wir etwas Loctite auf die äußere Distanzhülse und den Freilaufkörper auf. Dann platzieren wir das Lager mit der roten Dichtung nach außen auf den Freilaufkörper und schlagen es mit der Nuss und dem Gummihammer in den Freilaufkörper ein. Achte auch hier darauf, dass das Lager nicht verkantet und gleichmäßig eingepresst wird. Lässt sich der innere Lagerring leicht drehen und schaut das Lager noch zu 1/3 aus dem Freilaufkörper heraus, ist es vollständig eingepresst. Im letzten Schritt reinigst du die Zahnscheibe und fettest dann beide Bauteile mit einer Erbsengröße Fett wieder ein. Um die beiden Lager vom Shimano Microspine Freilauf zu tauschen, nehmen wir beide Zahnscheiben vom Freilaufkörper ab. Dann nehmen wir die Haltevorrichtung, platzieren sie mit den 3 Stufen nach oben auf dem Tisch und stecken dann den Freilaufkörper mit der Sicherungsringseite in die Haltevorrichtung. Jetzt nehmen wir den Austreiber, platzieren ihn im oberen Lager und treiben dann das erste Lager aus dem Freilaufkörper heraus. Ist das Lager ausgepresst, können wir die Distanzhülse aus dem Freilaufkörper entnehmen und dann das zweite Lager nach unten hin austreiben.
Achte darauf, dass du die Teflonscheibe auf dem zweiten Lager nicht wegwirfst oder verlierst, da wir sie später für den Einbau wieder benötigen. Dann reinigen wir alle Bauteile. Wir drehen jetzt die Haltevorrichtung um 180 Grad und setzen den Freilaufkörper mit dem Sicherungsring nach oben auf die Haltevorrichtung auf. Unsere Naben- und Freilauflager haben eine Einbaurichtung. Du erkennst sie an der roten und der blauen Dichtung. Achte darauf, dass die rote Dichtung auf beiden Seiten des Freilaufkörpers von außen sichtbar ist. Wir nehmen das erste Lager und platzieren es mit der roten Dichtung nach unten auf dem Freilaufkörper. Dann nehmen wir unsere Nuss und treiben das Lager in den Freilaufkörper ein. Achte darauf, dass das Lager nicht verkantet und gleichmäßig in den Freilaufkörper eingepresst wird. Das Lager ist vollständig eingepresst, wenn es an der Gewindeseite gleichmäßig und vollständig aufliegt und sich locker drehen lässt. Jetzt stecken wir den Spacer in den Freilaufkörper hinein und platzieren dann das zweite Lager mit der roten Dichtung nach außen auf dem Freilauf. Achte hier auch darauf, dass du das Lager gleichmäßig und ohne Verkanten in den Körper einschlägst. Das Lager ist vollständig eingepresst, wenn es noch minimal aus dem Freilaufkörper heraussteht. Lassen sich beide Lager locker drehen, nimmst du die gereinigte Teflonscheibe und dichtest damit das äußere Lager zum Gewinde hin ab. Dann reinigen wir die beiden Zahnscheiben, fetten sie mit einer Erbsengröße Fett ein und bauen den Freilauf wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen. Achte darauf, dass die 3 Freilauffedern in der Zahnscheibe stecken. Und wenn du wissen willst, wie du deinen Freilauf wieder in der Narbe verbaust, dann schau doch einfach hier vorbei.